Ein Tag kommt noch, Carla. Ich werde Ansgar diesen Verrat heimzahlen. Darauf kann er sich verlassen. Es geht um die Existenz meiner Firma und um die meiner Leute. Aber Nico... Elisabeth, ich habe jetzt wirklich keinen Kopf für Nikos Befindlichkeit. Das sind ja meine Koffer. Sehr witzig, wirklich. Hey, was soll das? Ich dulde keine Schnüfflerinnen in meinem Schloss. Sie ziehen aus. Das werden wir ja noch sehen. Carla lässt bestimmt nicht zu, dass sie mich einfach vom Schloss werfen. Das ist mir doch egal. Guten Tag, das ist die Mailbox von Carla von Lahnstein. Sie kennen das ja. Nach dem Ton können Sie eine Nachricht hinterlassen. Oh. Hat sie keine Lust, sich um ihre Problemchen zu kümmern? Haben Sie es immer noch nicht verstanden? Sie sind hier nicht mehr erwünscht. Ich habe noch Unterlagen auf meinem Zimmer. Sicher. Und ich lasse mir von Ihnen nicht verbieten, sie zu holen. Diese wichtigen Unterlagen wird Frau Kepler Ihnen hier gerne nachschicken. Jetzt verschwinden Sie. Ich will sowieso nicht mit Lügnern und Mördern unter einem Dach wohnen. Oh, wirklich? Na, das wundert mich aber. Ich komme gut allein zurecht. Schön. Hat viel Erfolg. Nehmen Sie nur den kleinen Koffer. Ich habe alles Nötige für Sie zusammengepackt. Den Rest schicken wir Ihnen nach, wenn Ihre neue Adresse bekannt ist. Danke. Auf Wiedersehen. Ja, bitte. Arne, du bist ja doch da. Wolltest du nicht ans Telefon gehen? Ach, was soll schon sein? Es geht alles den Bach runter. Seit Jahren hat der Brandnerbau endlich wieder einen soliden Ruf in der Branche. Und jetzt diese Katastrophe. Was hat Herr Schroth denn gesagt? Er hat Angst. Wie alle anderen auch. Die Mieten sind fällig, die Zahlungen. Und ich muss sie auf die Straße setzen. Hätte mich nie auf das Projekt einlassen dürfen. Vor Vertragsbeginn, da konnte doch kein Mensch ahnen, dass bei der Finanzierung Schwarzgeld mit im Spiel ist. Du hattest von Anfang an kein gutes Gefühl. Ich hätte auf dich hören sollen. Mich hat doch Graf Lahnstein auch überzeugt. Ja, dem habe ich allerdings blindlings vertraut. Wir müssen Lahnstein mit Klagedrohung unter Druck setzen, weil er die ausstehenden Zahlungen nicht endlich leistet. Uns bleibt nichts anderes übrig. Tja, ich weiß. Aber er ist noch in Paris. Du hast Nico versprochen, so lange zu warten, bis er wieder zurück ist. Nico, ja. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen offensiv bleiben. Der Anwalt setzt bereits ein Schreiben auf. Er lässt es uns heute noch zukommen. Danke. Macht es dir Spaß, so ohne Publikum Schloss herzuspielen? Schwesterchen, mir scheint, du verkennst die Situation. Ach. Und wie würdest du sonst dein lächerliches Verhalten bezeichnen? Kaum ist Vater nicht da? Ja, eben. Vater weilt in Paris und deshalb obliegt es mir als dem Erstgeborenen, die Familienangelegenheit in die Hand zu nehmen. Ja, das kannst du auch so besonders gut. Stimmt. Ich habe übrigens eine kleine Untermieterin rausgeschmissen. Wie kommst du dazu, Vanessa vom Schloss zu werfen? Es geht dich überhaupt nichts an, wen ich hier wohnen lasse.
Sie hat versucht, eine Wanze zu installieren in der Holding. In Sylvia Jones' Büro. Du wirst mir sicher zugestehen, dass ich solche zweifelhaften Personen hier auf dem Schloss nicht dulden kann. Du bist so maßlos arrogant. Du verwechselst Arroganz mit Überlegenheit. Du kannst dich doch nur an Schwächeren vergreifen. Schön nach unten treten. Das war schon immer deine Stärke. Hallo? Ich bin's, Engelchen. Hi, Dad. Alles in Ordnung? Ja. Ja, alles bestens. Gut. Kannst du mir kurz Carla geben? Nein, das geht gerade nicht. Normalerweise sitzt du doch um diese Zeit beim Mittagessen. Nein. Also ich würde momentan sonst was drum geben, um auf dem Schloss zu tafeln. Was ist denn los? Ach, Dad. Ansgar, Was ist mit ihm? der Typ kotzt mich einfach an. Widerlicher Knochen, nicht wahr? Ja, und deswegen bin ich auch nicht zum Mittagessen auf Königsbrunn geblieben. Ignorier den Kerl einfach. Halt dich an Carla. Ja. Maus, was ist denn los? Du klingst so bedrückt. Ich muss daran denken, dass du in dieser kahlen Zelle sitzt. Ich halte das schon durch, Engel, wirklich. Hauptsache, du bist gut aufgehoben. Ich melde mich wieder. Tja, offensichtlich ruft Vanessa woanders um Hilfe. Ein Platzwechsel? Was wird das, die Reise nach Jerusalem? Tanja, setz dich doch. Glaub bloß nicht, du kannst hier irgendwelche Entscheidungen über meinen Kopf hinweg treffen. Tja, es tut mir leid, unter den gegebenen Umständen musste ich sehr schnell handeln und Vanessa sofort rauswerfen. Dein Verhalten ist so dermaßen daneben. Glaubst du wirklich, du kannst Vater mit dieser Aktion beeindrucken? Na, zumindest wird er Verständnis für meine Entscheidung haben. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir die kleine Beinbach beim Schnüffeln erwischt haben. Ja, wenn ich daran denke, wie sie meine Suite durchwühlt hat. Das hat Vater ganz und gar nicht gefallen. Gib's doch zu. Du hast doch nur auf eine Gelegenheit gewartet, Vanessa loszuwerden. So würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Wie kann man nur so berechnend sein? Hauptsache, du ziehst den größten Profit aus einer Sache. Du hast wochenlang gewusst, dass ich lesbisch bin. Aber du hast es Vater in dem Moment gesteckt, als es ihn am meisten treffen musste. Am Tag meiner Hochzeit mit Bernd. Tja. Dass ich dir vertraut habe, war der größte Fehler meines Lebens. Ja. Das war er in der Tat. Auch wenn du dich für besonders schlau hältst. Du bist der Nächste, der fliegt. Vom Schloss, aus der Holding und aus der Familie. Dafür sorge ich höchstpersönlich. Arno, bitte! Nein, Nico, wir können nicht länger warten. Mann, es dauert nur noch ein paar Tage, bis Johannes aus Paris zurück ist. Uns steht das Wasser bis zum Hals. Wir müssen jetzt handeln. Außerdem sind die Konten eingefroren. Der Graf hat gar keinen Zugriff auf sein Geld. Dann nimmt er das Geld eben von einem anderen Konto. Was weiß ich denn? Es ist schön, dass du dich so für deinen Vater einsetzt, aber Aber auch wir haben Verpflichtungen. Nämlich unseren Leuten gegenüber. Nein, der Brief geht heute raus an die Anwälte der Lahnstein Holding. Das heißt also, ihr seht euch vor Gericht wieder. Nico, es geht hier um Geschäfte und um sehr viel Geld. Da gelten ganz besondere Regeln. Dass wir gegen deinen Vater vorgehen müssen, hat nichts mit dir zu tun. Doch, genau das ist der Punkt. Er ist mein Vater! Ja, aber auch Geschäftsmann. Für so ungerecht hätte ich dich nicht gehalten. Danke. Sag mal, willst du verreisen? Entschuldige. Hallo? Ich bin's, Carla. Carla, endlich. Ich habe schon mal versucht, aber da war die ganze Zeit besetzt. Hast du gehört, was passiert ist? Ja? Du hast versucht, in der Holding eine Wanze zu installieren. Was war das denn für eine Nummer? Das war ein Fehler, ich weiß. Ein gewaltiger. Du kannst dir sicher vorstellen, dass Ansgar mir das Ganze mit Genugtuung unter die Nase gerieben hat. Wie soll ich dich denn da noch verteidigen? Erst wühlst du in Frau von Anstettens Suite rum und jetzt das? Wenn du nichts unternimmst, um der das im Gefängnis zu holen und mich dann auch noch einfach stehen lässt? Vanessa, sie hätte dich anzeigen können.
Sag mal, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Ja, was für eine Frage. Natürlich auf deiner und Bernds. Aber mit solchen Aktionen machst du die Sache nur unnötig schwer. Vanessa, komm jetzt bitte wieder aufs Schloss. Ich habe deinem Vater versprochen, mich um dich zu kümmern. Lass gut sein. Ich will dir nicht noch mehr Probleme bereiten. So habe ich das doch gar nicht gemeint. Wo bist du jetzt? Ich hol dich ab. Kann dir doch egal sein. Vanessa? Vanessa? Scheiße. Hast du Stress? Weißt du, manchmal kann man einfach niemand mehr vertrauen. Was ist denn los? Hi. Hi. Egal. Ist kein großes Ding. Wie du meinst. Na? Oh, du siehst aber auch richtig gut gelaunt aus. Willst du was trinken? Nein, danke. Arno dreht total durch. Wieso? Wegen diesem dämlichen Kongresszentrum. Er will Johannes mit einer Klage drohen. Ja, seine Holding schuldet Brandner auch eine Menge Kohle. Ich habe doch nur darum gebeten, dass er wartet, bis Johannes aus Paris zurück ist. Aber nein, er muss sofort losschlagen. Kannst du nicht noch mal mit Arno und Elisabeth reden? Nein. Bitte, du hast doch einen guten Draht zu den beiden. Mir hört einfach niemand mehr zu. Arno denkt nur noch an seine Firma und Das muss er auch. Er wird seine Leute ja wohl noch ein paar Tage vertrösten können. Ist dir eigentlich bewusst, wie viele Jobs bei Brandner Bau auf dem Spiel stehen? Übrigens auch der von Andi. Hast du eigentlich schon mal daran gedacht, dass auch Andi bald auf der Straße stehen könnte? Mann, Nico, Arno braucht das Geld sofort, sonst ist er bankrott. Und eine Menge von Leuten sind arbeitslos. Er muss klagen. Er muss überhaupt nicht klagen. Er bekommt das Geld von Johannes, ganz sicher. Egal. So wie es aussieht, sind wir beide unterschiedlicher Meinung. Und ich habe keinen Bock, mich wieder mit dir zu streiten. Also gut, warten wir es ab. Auf jeden Fall bekommt Arno sein Geld. Und es wird sich herausstellen, dass Johannes mit dieser Schwarzgeldaffäre nichts zu tun hat. Diese ganze Scheiße hat ihm nur ans Gein gebrockt. Leo, endlich. Was ist los? Und wieso glaubst du, dass ausgerechnet Ansgar dich vor Vater geoutet hat? Die DVD, die Vater am Tag meiner Hochzeit zugespielt worden ist, war von Ansgar. Bist du dir sicher? Ja. Ja, und woher weißt du das? Ich habe die Aufnahmen auf seinem Laptop gesehen. Und als er mich dabei erwischt hat, hat er einfach Whisky drüber gekippt. Wow, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Soll ich erst mal setzen? Willst du mit Vater darüber sprechen? Nein, ich glaube, das ist keine gute Idee. Natalie hat mir auch davon abgeraten. Ja, wenn du Ansgar für irgendwas beschuldigst, das du nicht beweisen kannst, dann weiß Vater irgendwann gar nicht mehr, was er noch glauben soll. Aber hättest du das gedacht, dass Ansgar zu sowas fähig ist? Er verrät sogar seine eigenen Geschwister. Auch einen. Nein, zumal wir ihn vor deiner Hochzeit noch in Schutz genommen haben. Heute Mittag hat er Vanessa vom Schloss geworfen, nur um mir eins reinzuwürgen. Ja, wieso hast du das nicht verhindert? Ich war nicht da. Leo, ich möchte dich gerne um einen Gefallen bitten. Du siehst selber, dass die Situation auf dem Schloss immer unerträglicher wird. Bitte zieh zurück aufs Schloss. Ich komme allein gegen Ansgar nicht an. Carla. Bitte. Ich brauche deine Unterstützung. Na? Findest du nicht, dass ich mich auf diesem Platz sehr gut machen würde? Nur schade, dass du noch nicht so weit bist. Den Konkurrenz zu fürchten? Nein. Da wäre ich mir nicht so sicher. Carla klang ziemlich motiviert. Ach, das sind doch alles leere Sprüche. Carla wird es nicht weit bringen. Sie hat nämlich eine kleine, entscheidende Schwäche. Ah ja. Und du wusstest natürlich, dass sie Vanessas Rausschmiss persönlich nimmt. Carla ist leider viel zu emotional. Naja, und da Leonhard lieber herumdoktort, bleibe nur noch ich übrig. Eine ganz einfache mathematische Rechnung.
Das müssen wir leider verschieben. Aber warum denn? Weil ich noch was vorhabe, solange dein Vater und seine holde Göttin außer Haus sind. So, Charlie. Soll ich dir noch zum Taxi tragen? Nein, nein, das ist ja nicht schwer. Die meisten Sachen habe ich ja in deinem Arbeitszimmer stehen lassen. Ich hoffe, das ist okay. Das ist kein Thema. Charlie, du kannst natürlich nicht Nein, bleiben. nein, nein. Ihr habt jetzt wirklich so viel mit der Firma um die Ohren und ich bin euch lang genug auf den Wecker gegangen. Charlie, bitte. Doch, doch. Ihr habt so viel für mich getan. Ich bin ja auch sehr dankbar, dass ich jetzt im No Limits wohnen kann. Vielen Dank, dass ihr mich aufgenommen habt. Ohne eure Hilfe. Naja, ihr wisst schon. Kommen auch wieder bessere Zeiten, Charlie. Wir drei werden uns nicht unterkriegen lassen, was? Jana, willst du oder soll ich? Das mache ich. Danke. Wir machen dann zu. Schon verstanden, der wollte mich rauswerfen. Quatsch, aber... Was aber? Sag mal, bist du versetzt worden? Du sitzt hier schon seit Stunden und starrst Löcher in die Luft. Nein. Vanessa, irgendwas ist doch mit dir. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Außer die Sache mit meinem Dad. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann ruf mich einfach an. Da kann mir keiner helfen. Außerdem ist es im Moment sowieso nicht zu ändern. Vielleicht können wir beide noch einen Absacker trinken. Nein. Schönen Feierabend. Und wo willst du jetzt hin? Nirgendwo. Tanja? Im Bad. Was für eine Überraschung. Auch ein Schlückchen? Ich muss sagen, irgendwie überrascht mich das hier nicht. Ich entspanne ein wenig, das ist doch nicht verboten, oder? In Cecils Badewanne? Macht's denn wenigstens Spaß, ein bisschen Schlossherrin zu spielen? Ich probe den Ernstfall. Nur schade, dass du noch nicht ganz so weit bist. Waren das nicht deine Worte? Ja, aber du wirst es hoffentlich bald ändern. Dir ist schon klar, dass das ganze Schloss Bescheid weiß, wenn nicht eine der Angestellten hier sieht. Das ist ja gerade das Spannende. Vor allem, wenn man zu zweit erwischt wird. Arno? Was machst du denn? Warum kommst denn du nicht ins Bett? Ich schreibe die Kündigung für die Arbeiter. Das kann doch Frau Ahlers auch morgen im Büro erledigen. Ich glaube, das muss ich selbst machen. Die Arbeiter müssen sich umschauen nach neuen Jobs. Nicht einfach in der Jahreszeit. Tja, Ich kann sie nicht länger hinhalten. natürlich. Ach, ich mache mir Vorwürfe. Du hast dein ganzes Erspartes gesteckt in dieses unselige Projekt. Hey, wir sind verheiratet. Du hast mich damals genauso unterstützt, als ich Ryan Cosmetics verloren habe. Und ich hätte mir auch ehrlich nicht vorstellen können, dass das Projekt so endet. Arno, wir haben schon so viel durchgestanden. Wir schaffen auch das.
Dann geht die Party halt bei mir weiter. Hey, cool. Oh, pass doch auf, du Idiot. Hey, Schönheit, kommst du mit? Wir haben noch was zu feiern. Er ist gerade nicht nach Feiern. Würdest du mich bitte durchlassen? Ich würde gern Champagner aus dem Keller holen. Ach, was feierst du denn? Den Bankrott meines Onkels? Oh, muss der Brandner tatsächlich Konkurs anmelden? Tja, das tut mir aber leid. Und ich kotz gleich. Nico, du musst noch jede Menge lernen. Die einen schaffen es im Business, die anderen nicht. Dir reicht es wohl nicht, dass du Elisabeths Firma platt gemacht hast. Nein, es ist ja viel cooler, wenn beide vor dem Nichts stehen. Was ist hier los? Mann, dieser Typ ist schuld daran, dass Arno gegen Johannes vor Gericht zieht. Ich fürchte, Nico hat trotz ihrer Volljährigkeit noch nichts begriffen. Das ist auch kein Wunder. Um deine Geschäftsmethoden zu begreifen, muss man schließlich genauso herzlos sein wie du. Du legst es geradezu darauf an, dass unsere ganze Familie zerbricht. Aber damit kommst du nicht durch. Ritter Leonhard kommt auf seinem Schimmel angeritten und rettet den Familienfrieden? Du kannst dich verdammt warm anziehen. Denn du wirst in Zukunft ziemlich allein dastehen, mein Freund. Du wirst dich noch sehr wundern, Ansgar. Hallo? Hi, ich bin's. Cool, dass du anrufst. Wollen wir uns später treffen? Ich hätte mal Bock, wieder richtig abzufeiern. Nein, eher nicht. Wieso das denn? Du bist doch sonst nicht so eine Spaßbremse. Mir ist heute Abend einfach nicht so nach Party. Warum fängst du den Club nicht als Bedienung an bei den Umsätzen, die du machst? Kann die mal bitte leise sein? Ich telefoniere gerade. Danke. Sorry. Kein Problem. Willst du vielleicht vorbeikommen? Nein. Ich rufe dich morgen an. Okay, Vanessa. Bis dann. Ciao. Was wollte Vanessa denn? Wenn du mich so direkt fragst, keine Ahnung. Komisch. Sie saß von ewig alleine im No Limits und hat die Zähne kaum auseinanderbekommen. Ja, kein Wunder, ihr Vater sitzt ja auch im Knast. Also merkwürdig fand ich nur, dass sie einen Koffer dabei hatte und einen Beauty-Case. Wenn Vanessa ein Problem hat, sie weiß ja, wo wir wohnen. Da hast du recht. Schau dir lieber mal deinen Bruder an. Der hat ein absolutes Starfoto aus Mexiko geschickt. So geht es weiter. Meine Lieblingsmusik. DVDs, was zum Lesen. Ohne Ende Süßkram. Wie viele Jahre willst du mich eigentlich gesund pflegen? Na, bis du wieder topfit bist. Solange wir nicht sicher sind und keine Beweise haben, müssen wir mit solchen Anschuldigungen sehr vorsichtig sein. Ja, aber die finden wir noch. Und dann kann er sich echt auf was gefasst machen. Oho. Die Rückkehr des verlorenen Sohnes? Oder was ist das Motto des Tages?